Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin mal wieder im Münchner Osten beim Reinhold Brenner. Wir haben den 7. März 2025, kurz nach 17 Uhr. Hier in dieser Halle ist schon wieder einiges los und es sind auch einige Züge schon auf dem Gleis. Und einen habe ich mir vorher schon sagen lassen, der jetzt gleich im Einsatz sein wird. Das ist die Baureihe 24 von BS Modellbahn, die in einer gealterten Version ist und den lassen wir jetzt gleich abfahren. Dieser Zug ist hier als Epoche 3B in Szene gesetzt. Er hat hier insgesamt 4 Wagen dabei und die zeige ich jetzt auch mal ein bisschen näher. Ich habe mir schon sagen lassen, dieser Hübner PWG 14, der ist hier auch mit einem Rauchentwickler ausgestattet worden für die Nachbildung dieses kleinen Ofens, der hier im Abteil tatsächlich Kaffee kochen soll. Der Wagen wurde gealtert und umgebaut vom Rolf Dornberger und ein bisschen erweitert und ein bisschen ergänzt. Dahinter kommt ein SS15 von KM1, ein sogenannter Schienenwagen. Der hat als Last eine Straßenbahn im Maßstab 1:35 drauf. Ist zwar nicht ganz maßstabsgerecht, aber ich denke, das spielt keine Rolle, ob das jetzt 32 oder 35 ist. Und dann kommt ein BIF 28, ein sogenannter Befehlswagen. Das ist ein Hübner-Modell. Das wurde auch ein bisschen mit Innenausstattung und mit Figuren besetzt. Und er hat hier auch im Abteil jemanden, der hier die Befehle gibt, aber der ist hier nur im Zug mit eingestellt, hat also hier jetzt momentan keine Funktion, steht halt hier an seinem Arbeitsplatz und schaut ein bisschen zu. Und als Abschlusswagen ist hier ein Märklin Dreiachs-Umbauwagen mit Gepäckabteil, der hier auch sehr liebevoll innen ausgestattet wurde. Das müssen wir uns auch mal anschauen. Den hat auch der Rolf Dornberger mit Ausstattung versehen und hier sehr liebevoll eingerichtet. Figuren sind auch drin. Und auch der ist ein bisschen patiniert. Und jetzt schauen wir uns nochmal hier den PWG an mit seinem Rauch. Das ist hier einfach auch eine schöne Sache. Ich habe schon gehört, der wurde nochmal umgebaut. Anfangs war das hier oben nur aus Kunststoff und das hat dann tatsächlich mit der Hitze Probleme gegeben. Und jetzt ist es hier tatsächlich dann aus Messing nachgebaut worden. Dann zur Baureihe 24 noch als Modell. Die hat BS Modellbahn ja auf den Markt gebracht und die gibt es auch bei BS Modellbahn in einer gealterten Version. Aber diese Alterung hat jetzt Rolf Dornberger gemacht, habe ich mal sagen lassen.
Und das Geräusch hier, das ist ein Leo-Sound, der hier in den ESO-Decoder reingekommen ist. Und das ist schon spektakulär. Schauen wir mal, ob er nochmal fährt. Als nächstes ist hier im Einsatz eine E69 als Zug. Die ist als Epoche 2 nachgebildet worden oder in Szene gesetzt worden. Und zwar als Ablösung der ehemaligen Bayerischen Lokalbahn. 1938 wurde die von der Deutschen Reichsbahn übernommen. Und genau so ist dieses Modell entsprechend beschriftet und dieser Zug auch in Szene gesetzt worden komplett. Und den schauen wir uns jetzt hier auch eine Zeit lang an und verfolgen ihn. Das ist also hier jetzt eine Märklin E69, eine ganz normale Maxilok, die auch durchaus ihren Reiz hat. Hat zwar kein Geräusch drin, aber das tut dem ja keinen Abbruch. Vielleicht kommt da irgendwann mal ein Geräusch rein. Der Zug mit der E69 hat dahinter einige sogenannte Spantenwagen, die haben Holzaufbauten damals im Vorbild gehabt. Das sind die normalen Märklin-Wagen, die hier entsprechend beschriftet wurden und entsprechend dieser Szene realisiert wurden in dieser Zeit. Und der Abschlusswagen ist hier auch mit einer Holzbeladung, bei der dann sogar draufsteht, in welchem Sägewerk das Holz hier anscheinend gesägt wurde. Und dieser Zug ist wohl so als Vorbild ab 1938 hier mit der E69 in dieser Beschriftung dann zwischen Murnau und Oberammergau gefahren in Oberbayern. Und es ist schön, wenn man hier mal was Vorbildgerechtes auch mal nachgestellt bekommt in der passenden Epoche. Auf dem Gegengleis ist jetzt hier eine Baureihe 218 schon bereitgestellt. Die qualmt hier schon mächtig. Das ist ein Märklin-Modell in Szene gesetzt als Citybahn-Lok in Epoche 4. Hat einen ESO-Sound-Decoder an Bord, wurde vom Rolf Dornberger entsprechend umgebaut, auch die Inneneinrichtung entsprechend ausgestattet, auch die Lackierung komplett. Und die kommt jetzt gleich als Zug in Einsatz hier mit passenden Wagen. Die Wagen zwar nicht ganz passend, Citybahn schaut es vielleicht ein bisschen anders aus, aber das sind jetzt hier Vierachs-Umbauwagen von Hübner, die auch ein bisschen gealtert wurden. Und der letzte Wagen, den sollte ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen näher zeigen. Das ist ein MDY, ein Behelfsgepäckwagen. Das ist ein 3D-Druckbausatz, den der Thorsten Päth gefertigt hat oder geliefert hat. Und auch den hat der Rolf Dornberger entsprechend ausgebaut und entsprechend hier ausgestattet. Schalten wir die Beleuchtung noch zu.
Nun gibt es einen kleinen Ausflug ins Betriebswerk vom Reinhold Brenner, denn hier steht schon eine Lok bereit, die wir uns unbedingt auch mal anschauen müssen. Die hat vor kurzem einer der Fahrtreffenbesucher bei eBay wohl ersteigert. Und zwar so, wie es da steht, als sogenannter Schrotthaufen. Dahinter verbirgt sich eine Baureihe 64, die die Firma Dingler wohl vor der Jahrtausendwende schon gebaut hat, die aber hier wahnsinnig detailliert ist. Und deshalb schauen wir uns die jetzt hier einfach mal an und zeige ich die jetzt auch mal ein bisschen. Die Vorhänge hier sind starr, aber ich habe mal sagen lassen, der Führerstand ist tatsächlich auch detailliert. Und vielleicht sieht man ja die Lok mal irgendwann, vielleicht wird sie ja mal digitalisiert. Momentan ist jedenfalls kein Motor drin, aber sie wäre lauffähig, sie ist auch rollfähig. Ich habe mir es vorher schon sagen lassen, ich darf sie hier auch mal bewegen und darf sie hier mal hin und her schieben. Und schon hier ein tolles Modell, das man hier mal aus der Nähe anschauen kann. Und ich denke, es muss aber hier am Fahrtreffen nicht immer alles fahren. Es darf auch mal was stehen. Und ich glaube, dass diese Lok auch in der Vitrine sicher ganz gut ausschauen wird. I'm sure they'll be wrapping up soon. They started way before dawn this morning. Und hier ist jetzt schon im Einsatz eine Lok von der Firma MTH. Das ist eine SD70 ACE. Habe ich vorhin schon erfahren. Die hat den Protosound 3 Decoder an Bord. That's not too bad. We should be in and out if no one's in our way. And even better if they had a brakeman to make the cut for us so you don't have to. I hope so, because if I don't work in the sweat now, once we get to the yard, I'm going to have a lot of walking to do. Und dieses MTH-Modell hat hier im Schlepptau einige Road Railer. Die hat die Firma Aristocraft gebaut. Die sind im Maßstab 1:29 allerdings, wobei das aber fast nicht auffällt, ob das jetzt 32 oder 29 ist. Und die haben hier nachgebildet zur Jakobsdrehgestelle. Und das war hier vorbildgerecht tatsächlich wohl bis zum Jahr 2015 wurden LKWs umgesetzt auf solche Gestelle drauf und sind in den USA so tatsächlich im Einsatz gewesen. Dieser ganze Zug ist hier 5 Meter lang und ich hoffe, dass er jetzt hier auch gleich mal nochmal fahren wird, dass man den, jetzt fährt er los, jetzt muss ich schauen, dass ich den dann ein bisschen überholen kann und dass ich hier ein bisschen was vom Zug sehe. Das Rattern ist, weil die Radsätze etwas zu hoch sind für die Spur 1 Gleise. Die müssen noch abgedreht werden. Aber das sind auch so Kleinigkeiten. Mit denen muss man halt heute beim Testen, hier beim Fahrtreffen im Münchner Osten, einfach mal leben.
hier ist sogar ein entsprechender Abschlusswagen nachgebildet. Ist allerdings ein Eigenbau, habe ich mir sagen lassen, weil es das wohl als Modell so in der Form nicht gibt. Inzwischen ist die Halle hier schon wieder ganz schön voll und irgendwann wird dann wahrscheinlich auch wieder entsprechende Brotzeitbrause anstehen. Es ist jetzt 18:15 Uhr, um 19 Uhr, glaube ich, soll es dann wieder die berühmten Grillhändeln vom Reinhold Brenner geben. Jetzt kommt eine Baureihe E44 zum Einsatz als Epoche 4 Lok. Das ist eine Märklin Maxi Lok. Allerdings Stromabnehmer unten, weil in der Richtung leider das Reiterstellwerk im Weg ist und deshalb geht es halt hier nicht anders heute. Die Wagen sind auch ganz normale Märklin-Wagen, teilweise gealtert. Jetzt haben wir kurz gesehen, warum hier wegen dem Reiterstellwerk die Stromabnehmer unten sind. Dann mal kurz ein Blick in die Nebenhalle, in der schon die Grillhändel in Vorbereitung sind. Und heute soll es wohl ein bisschen eher schon soweit sein. Ich zeige sie hier jetzt einfach mal ganz kurz. Für die, die nicht dabei sind, damit sie sagen, schade, dass ich nicht dabei war. 18:35 Uhr, heute ein bisschen früher. Reinhold Brenner bereitet sich hier vor zur großen Prozedur. Josef Ecker steht schon bereit, weil er wie immer das erste Händel kriegt. Das ist einfach Tradition hier beim Spanntisch, beim Fahrtreffen. Und jetzt schauen wir hier, können wir mal beobachten, jetzt wird es unscharf. Wie immer herrlich, Oktoberfest-Gewürz vom Reinhold Brenner, von seinem Familienbetrieb. Ist schön, dass wir hier einfach die Tradition vom Oktoberfest hier im Münchner Osten fortsetzen können. Jedes Mal am ersten Freitag der ungeraden Monate hier in München in der Lagerhalle beim Spur 1 Fahrtreffen. So wie es ausschaut, sind hier heute sehr viele hungrig. Und jetzt wird hier noch umgehängt, damit dann auch alles gleichmäßig läuft. So, und ich mache jetzt hier auch Pause und zeige dann später wieder was vom Spur 1 Treffen. Und es scheint hier wirklich zu schmecken. Die Händelpause ist vorbei und inzwischen steht hier auf dem Gleis ein Zug mit einer V200 in Epoche 3 mit Märklin Schnellzugwagen. Der Zug besteht aus einer ganz normalen Märklin V200 018. Ganz normal sage ich jetzt in Anführungszeichen,
Und auch diese Schnellzugwagen sind prinzipiell auch ganz normal. Aber das müssen wir uns jetzt alles ein bisschen genauer anschauen, weil da wirklich viel Liebe im Detail reingesteckt wurde. Die hat der Tobias Struffert alle besetzt, ergänzt, erweitert. Und ich zeige das jetzt hier mal zuerst am Speisewagen. Ja, da muss man einfach mal reinschauen. Schwierig mit dem Scharfstellen. Man kann den Ofen erahnen. Die ganze Küche ist hier wirklich aufwendig nachgebildet, in Szene gesetzt. Und auch die Tische. Ich habe mir sagen lassen, man sollte mal schauen, ob man die Speisekarte lesen kann. Aber so nah komme ich gar nicht ran. Jetzt werden einige meckern, die Figuren sind ein bisschen einfach. Aber es muss ja nicht unbedingt die Figuren alle immer jede 15 € kosten. Es reicht ja, wenn man das alles etwas einfacher macht und dann mit viel Liebe, mit viel Eigenleistung einfach die Inneneinrichtung schöner macht. Und jetzt schauen wir hier zum Speiseraum, DSG-Speiseraum. Der wurde hier auch sehr aufwendig dann ausgestaltet. Dann hier der erste Klasse Abteilwagen. Und jetzt schauen wir mal vor zur V200. Und jetzt schauen wir uns die V200 mal an, wie die hier umgebaut ist. Ich hoffe, sie kann ein Stückchen weiter vorfahren. Weil ich auch da unbedingt in den Führerstand reinschauen muss, in den Maschinenraum. Das hat eigentlich mit dem Märklin-Modell von damals nicht mehr viel zu tun. Da ist das Armaturenbrett beleuchtet, der Buchfahrplan ist beleuchtet, die ganze Inneneinrichtung deutlich nachgestaltet und der Maschinenraum, der ist zwar auch, so was ich gehört habe, ziemlich viel, zwar noch der Märklin-Maschinenraum mit dieser Kunststoffeinrichtung, aber er wurde nachkoloriert und wirkt damit wesentlich plastischer. Und jetzt lassen wir mal den Zug fahren. Ich habe mir sagen lassen, er hat einen ISO 5XL Decoder an Bord. Der Motor ist von SB Modellbau, habe ich vorher auch schon gehört. Das Einzige, was jetzt nicht an Bord ist,
Ein Rauchgenerator ist nicht drin, aber der ist aus Prinzip nicht reingekommen, weil der oftmals zu Hause halt doch ziemlich qualmt. Und genau deshalb hat sich der Besitzer, der Tobias Struffert, dafür entschieden, dass er ihn eben nicht mit Rauch ausstattet. Jetzt verfolgen wir noch ein bisschen. Und dann bin ich gespannt, was als nächstes hier auf der Anlage zum Einsatz kommt. Jetzt geht es ins Jahr 1991 und zwar zum Lufthansa Airport Express. Das ist eine Baureihe 103, die Benneken mal gebaut hat und entsprechend lackiert hat. Das Modell ist aber momentan noch nicht mit Sound ausgestattet, die Beleuchtung geht noch nicht, ist alles hier noch in Arbeit und das werden wir irgendwann sehen, hoffentlich an einem der nächsten Fahrtreffen dann erleben, dass dieser Lufthansa Airport Express dann mal tatsächlich beleuchtet ist. Jetzt zeige ich noch mal eine Runde. Dann kommt hier auf dem Gegengleis die Baureihe 85 in der Epoche 3 Version von KM1 Modellbau. Ich muss hier nochmal Beleuchtung zuschalten, weil sie doch ein bisschen im Dunkeln hier untergeht. Als nächstes kommt nochmal die SD70 ACE, diese amerikanische Lok zum Einsatz. Diesmal aber mit Schüttgutwagen, mit Kühlwagen, mit Boxcars und mit einer Caboose.
nächste Zug ist mit einer Gravita 10 BB von Spur 1 Austria. Und die hat hier einen Zug im Einsatz mit einem H bis 299 von MBW, dann Kesselwagen von Van Biervliet und dann noch Kohlewagen, RAG-Kohlewagen von Märklin. Dann kommt hier noch eine Baureihe 50 ÜK zum Einsatz von KM1 Modellbau. Das ist jetzt eine etwas andere Variante. Beim letzten Fahrtreffen war eine in Epoche 3 mit Wannentender zum Einsatz. Und jetzt ist hier eine in der Epoche 4 Reichsbahn Ost mit Regeltender und mit dem Giesel Flachejektor. Und die wird jetzt dann auch gleich losfahren. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht hier beim Fahrtreffen im Münchner Osten beim Reinhold Brenner. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem Kanal. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.